zusammen and welcome to lesson number 12 in a 30-part series German in 30 days. This lesson is in two parts. Part number one, we are going to be talking the job interview. As you guys know, based on the previous lesson, Yuki applied for a position and she has been invited for a job interview, the so-called Vorstellungsgespräch, which in itself is a compound, right? So if you break it down, sich vorstellen, reflexive separable verb, meaning to introduce oneself in person by the potential employer. And this is what we're going to be reading in today's text today. And the format of this job interview very much, I'd say, shows, right, how like a real job interview takes place, like along the same lines, so to speak, right? And this lesson, the first part, is going to be task-based, okay? So based on the text, we'll be completing a couple of exercises, and grammatically speaking, you will learn one little adverb today. Okay, so when time comes, I will introduce this adverb to you. I will draw your attention where in a sentence you can insert it. What is it used for? It's a brilliant one. It's widely used, I have to say. And in the second part, because this lesson is so short, I've decided to do the big test with you, the second test. As you know, this course is based on the book, German in 30 days, and there are 4 tests. We've done the first test so far. Vorstellungstermin / Vorstellungsgespräch. Yuki stellt sich im Reisebüro Sonnenschein vor. First of all, Reisebüro is a travel agency. Sonnenschein, does it sound familiar? Of course it does. Sunshine, right? And sie stellt sich vor, again, this reflexive separable verb, sich vorstellen, right? Introduce oneself in person. Yuki. Guten Tag, mein Name ist Yuki Naito. Ich habe um 17 Uhr einen Vorstellungstermin bei Frau Dietl. Guten Tag, Frau Naito, says Frau Dietl. So she's the woman who is interviewing Yuki. Right? Ich bin Frau Dietl. Bitte, nehmen Sie Platz. Möchten Sie etwas trinken? Ein Mineralwasser bitte. Frau Dietl schenkt Yuki ein Glas Mineralwasser ein. Vielen Dank. Also, Sie sind Japanerin. Wir suchen dringend jemand, der Japanisch kann. Das freut mich. Wie gut sprechen Sie Englisch? Ich lerne seit 10 Jahren Englisch. Gut. Wie sieht es mit Ihren Computerkenntnissen aus? Welche Programme können Sie anwenden? Ich kann 2 Textverarbeitungsprogramme, nämlich Word für Windows und Army Pro sowie ein Buchhaltungsprogramm. Okay, I want to pause here briefly. This adverb that I've touched upon has been used here. It's called nämlich. Okay? Sehr gut. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, natürlich. Für wie viele Abende suchen Sie jemand? Eigentlich für 4 Abende. Ich habe noch einen anderen Bewerber. Er möchte gerne 3 Abende übernehmen. Können Sie den 4. Abend übernehmen? Ja, gerne. Und was verdiene ich? Wir zahlen 12 Euro die Stunde. Sind Sie krankenversichert? Ja. Wann soll ich denn mit der Arbeit beginnen? Am nächsten Mittwoch. Können Sie immer am Mittwochabend arbeiten? Ja, das geht sehr gut. An Ihrem ersten Arbeitstag beginnen Sie um 18 Uhr. Also dann bis nächsten Mittwoch. Bis Mittwoch. Auf Wiedersehen. The adverb nämlich that I'd drawn your attention to already in the text are used to express a statement more exactly, right? And it is never put at the beginning of a sentence, right? So let's take a close look. Yuki says, ich kann 2 Textverarbeitungsprogramme, nämlich Word für Windows und Army Pro, right? So notice the usage of nämlich after the comma, right? To specify, so what exactly are you saying, right? So because she's mentioned 2 programs, and after nämlich, she gives this specific information. And does this one actually sound familiar? Of course it does, because in English you guys have a very similar one, right? It's called namely, right? In terms of usage and in terms of meaning. Wouldn't you agree with me?
Remember that it's a task-based lesson and the first exercise is all about inserting nämlich in the right position. Okay? Nummer 1. Ich muss mich beeilen, ich möchte bald zu Hause sein. Right? So, in the second clause, the person is giving the reason why they've got to hurry up, right? To speed up, because they'd like to be as soon as possible at home. And so, we can magnificently use nämlich here, right? Ich muss mich beeilen, Komma, ich möchte nämlich bald zu Hause sein. Nummer 2. Wie geht es dir? Mir geht es nicht gut. Okay? So, mir geht es nicht gut says the person who is actually asking the question, right? And perhaps this person is a bit weather dependent, I don't know. Perhaps they are feeling a bit under the weather and they're trying sort of to ask if the other person are feeling the same way, right? So, wie geht es dir? Mir geht es nämlich nicht gut. Right? And I'm trying to understand why, right? What's wrong with me? Nummer 3. Wann kommen Sie? Wir wollen weggehen. Again, wann kommen Sie? The reason wir wollen weggehen, right? We would like to go, or we want to go. So, wann kommen Sie? Wir wollen nämlich weggehen, right? So, I don't know who is asking the question. Perhaps, for example, the parents and they are waiting for the babysitter because they planned, to go out. I don't know. Nummer 4. Ich habe heute Abend leider keine Zeit. Ich gehe ins Konzert. Right? So the reason why this person doesn't have any time on that evening, right? It's because they're going to a concert. So, ich habe heute Abend leider keine Zeit. Ich gehe nämlich ins Konzert. Fill in the gaps with suitable answers. Herr Natsumura, sounds Japanese to me, sucht eine Arbeit am Abend. Er lernt seit 6 Jahren Englisch. Heute stellt er sich bei dem Personalchef von Wiedemann und Co. Herrn Würzt vor. Also, Herr Würzt is the person who is interviewing Herrn Natsumura. Okay? Right. Nummer 1. Was sagt Herr Natsumura zuerst? So, the moment they enter the room, they say, Guten Tag, depends, or Guten Abend, right? Ich habe einen Vorstellungstermin um 17, 18, 16 Uhr bei Herrn Würzt. Gut. Was antwortet Herr Würzt? Guten Abend, / Guten Tag. Ich bin Herr Würzt. Right? Kommen Sie bitte rein. Bitte nehmen Sie Platz. Kann ich Ihnen ein Getränk anbieten? Oh, möchten Sie etwas trinken? Ja? Nummer 3. Dann fragt Herr Würz nach den Sprachkenntnissen. Was sagt er? So, Sie leben in Deutschland seit 6 Jahren, right? I think. Ja, seit 6 Jahren. Wie gut ist Ihr Deutsch? Ja. Ist Japanisch Ihre Muttersprache? Können Sie noch weitere Fremdsprachen? Ja? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie, I don't know, Chinesisch vielleicht? Ne? Herr Würzt fragt, welche Computerprogramme Herr Natsumura anwenden kann. So, wie schaut es mit Ihren Computerkenntnissen aus? Welche Computerprogramme kennen Sie? Wie lange arbeiten Sie schon damit? Yeah, so he's trying to understand whether or not this candidate is the right person for this job. So, Nummer 5. Herr Natsumura kann 2 Computerprogramme. Ich kann 2 Computerprogramme oder ich arbeite mit 2 Computerprogrammen. Ich kenne mich mit 2 Computerprogrammen aus, nämlich Windows und Keynote oder Pages und PowerPoint. It depends. Nummer 6. Herr Natsumura fragt, wie viele Stunden er am Abend arbeiten muss. Für wie viele Stunden am Abend suchen Sie jemanden? Ja? Oder wie viele Stunden am Abend muss ich arbeiten? Nummer 7. Herr Natsumura fragt, was er an einem Abend verdient. Was verdiene ich an einem Abend? Right?
Oder it's actually not that typical, let's say, because you are signing a contract, yeah, and all the evenings that you show up, right, so to speak, they are calculated and you are paid monthly normally, so once a month for all the evenings that you show up, right? Nummer 8, Herr Würzt sagt 15 Euro die Stunde, which is a bit low, I'd say. Yeah, so wir zahlen 15 Euro die Stunde oder wir zahlen 20 Euro die Stunde. Right? So, und Exercise Nummer 3, tick the correct answer. Nummer 1, in welchem Beruf verdient man am besten? Superlative, right? So, in what job you earn the best or the most, right? So, we've got Mechaniker, A, B, Krankenschwester und C, Architekt. Architekt. Hm? Nummer 2. In welchem Beruf muss man kreativ sein? Steuerberater, Lehrer und Architekt. Definitely not Steuerberater, yeah, because you just have to know your field very well. So, Lehrer und Architekt. I'd say Architekt und Lehrer. I think creative teachers are very important to prevent boredom from happening. Does it make sense? Yeah, so I'd say Lehrer und Architekt. Nummer 3. In welchem Beruf braucht man Fremdsprachenkenntnisse? Sekretärin, Bäcker und Verkäufer. Well, like based on these options, it's definitely a Sekretärin and a secretary. But I have to say, this book is a bit old nowadays. Nowadays, like speaking a language and being in sales is as important as being a secretary and speaking English and French and Chinese, perhaps, right? Welcome in the second part of today's lesson, in which we are going to test your knowledge, right? So everything that we've been doing so far, the 12 lessons, this knowledge is going to be tested in test number 2. So if you need to get up or to walk a bit, to activate your pre-knowledge, to get your neurons working, do it. Stretching, 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 and let's begin. Nummer 2. Yuki kauft einen, then the correctly declined adjective is missing, Mantel, right? So we can instantly see that Mantel is a masculine noun, right? Because of einen, you know my favorite sentence, ich möchte einen Kaffee bitte, right? And only masculine nouns get this einen, right, in the accusative case. And we know that the article and the adjective, they have to agree, right? So we've got 2 options to choose from. We go obviously with hellen, right? Einen hellen Mantel. Einen hellen Mantel. Sehr gut. Nummer 4. Ich rufe morgen an. Ich rufe morgen an, right? So it's a separable verb, and in a statement the prefix, separable prefix, goes at the end, which is an in this case. Nummer 5. We've got an imperative construction here with the polite / formal version. So bitte bedienen Sie sich. Ja? Bitte bedienen Sie sich. Help yourselves. Good. Then we've got Nummer 8. Dein Mantel gefällt mir. I like your coat, right? Dein Mantel gefällt mir, because gefällt or gefallen always demands the dative case, we know now, right? Dann Nummer 12. Der Vater hilft dem Sohn, right? Dem Sohn, why? Because helfen always goes with dative case, right? Der Sohn is a masculine noun, and masculine and neuter nouns, they get the em ending, right? In the dative case. Hilft dem Sohn. Nummer 13. Ich spreche mit Kollegen.
Oh, you know what? I've just spotted a typo here. I hope it's a typo actually, because Kollegen is used in the plural, and in the plural, who remembers, we need one plural article, den, in the dative case, right? So, ich spreche mit den Kollegen. Okay, Nummer 14. Die Haltestelle ist gegenüber dem Bahnhof, right? Opposite the train station. We know that gegenüber is a dative preposition, and in front of Bahnhof, we've got this article that is already in the dative case, which is a lovely indication that we need a dative preposition here, right? I mean, zu is also a dative preposition, but it doesn't work here, right? Because zu always implies direction, right? So, ich gehe zum Arzt, right? To the doctors, zum Arzt. Okay, dann Nummer 16. Gehen Sie geradeaus weiter. Ja? So, keep walking straight ahead. Gehen Sie geradeaus weiter. So, Nummer 20. We've got an imperative statement again, actually a request here. Fill in the form. Füllen Sie den Antrag aus. So, and the verb is actually ausfüllen, a separable verb, and the prefix aus goes at the end, as we know, right? Füllen Sie den Antrag aus. Rufen Sie ihn an. Holen Sie sie ab. What else? Nehmen Sie den Schlüssel mit. And so on. Nummer 22. Yuki schickt der Freundin eine Postkarte, ja? Die Postkarte, so it's got to be eine. And schicken is one of those ditransitive verbs, meaning schicken takes two objects. An indirect object, der Freundin, which is followed by a direct object, which is eine Postkarte. Yeah? So dative precedes the accusative, and indirect objects always precede the direct objects. Okay, Nummer 25. Yuki legt das Buch auf den Tisch. Based on the last lesson, yeah? So, sie legt das Buch auf den Tisch. Accusative case here because it implies the direction and also the verb legt, obviously demands the accusative case. Nummer 27. Ich suche meinen Schlüssel. Right? All we need to know is that Schlüssel is a masculine noun, der Schlüssel, and suche always goes with accusative case. So, in the end, we've got ich suche meinen Schlüssel, possessive adjectives, something that we also did last time, right? So, meinen Schlüssel. Nummer 29. Kannst du mir bitte einen Kaffee bringen? Ja? Kannst du mir bitte einen Kaffee bringen? Again, bringen is one of those ditransitive verbs, because kannst du mir, indirect object, einen Kaffee, direct object, bringen, two objects. And the last one, Nummer 30. Deutsche Lufthansa. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Für is an accusative preposition, and it always demands the personal pronouns in the accusative case. And so, was kann ich für Sie tun? Well, that's all for today. I hope it's been helpful. Let me know how you did in the test. I can't wait to hear back from you. I will now leave you, and I wish you joy and success on your learning journey, and I will see you in lesson number 13. Very exciting one, because we will begin to learn the past tense in German. So, stay tuned. Tschüss zusammen. See you very soon.